Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Episode Wie wandert man nach Norwegen aus? In dieser Episode erkläre ich euch, wie ihr ein Auto sucht, also worauf ihr achten müsst und wie ihr eine Wohnung bekommt. Nachdem ihr bei der Polizei wart, habt dann einen Termin gehabt für die Aufenthaltsgenehmigung und nachdem ihr beim Finanzamt einen Termin gehabt habt, um eure Identifikationsnummer zu bekommen. Wie ihr schon wisst, in der vorherigen Episode ist diese Identifikationsnummer sehr wichtig, weil ihr damit alles machen könnt online in Norwegen. Also bleibt dran und seid gespannt. Also ihr müsst erst wissen, in Norwegen gibt es halt nur eine Seite, was die hauptsächlich benutzen. In Deutschland und im Rest von Europa habt ihr halt eBay, was ihr ja natürlich kennt. In Norwegen benutzen die eine Seite, die heißt finn.no, also finn.no. Und darüber sucht man halt alles. Also alles von Wohnung, Haus, Auto. Und wenn ihr halt auch Sachen verkaufen wollt in Norwegen, wie ein Fernseher oder Möbel, es geht an für sich alles über finn.no. Und hier ist die Seite, die ich euch mal zeigen möchte. Geht ihr halt auf Eiendom, ist für Haus. Müsst ihr halt da draufklicken. Und da könnt ihr dann Bolig til salgs, das sind Häuser zu verkaufen. Neue Häuser. Könnt ihr sogar Grundstücke. Könnt ihr Freizeithäuser suchen, Freizeitgrundstücke oder halt Bolig til leie. Und da müsst ihr dann zuerst nachgucken, wenn ihr halt nicht vorhabt, ein Haus zu kaufen zuerst. Und hier könnt ihr dann alles eingrenzen. Das funktioniert halt ganz an für sich wie bei eBay und bei anderen Seiten. Und dort könnt ihr dann auch schauen, wie ihr dann eine Wohnung vermietet, also zum Mieten bekommt. Wo ihr sonst auch nachgucken könnt, ist halt auf Facebook. Es gibt sehr viele lokale Gruppen auf Facebook, wo halt alles über Facebook läuft. Zum Beispiel hier gibt es halt auch Bergwandertouren, eine Gruppe für Vesterålen und Lofoten. Da melden sich halt Leute an, wenn man halt Leute mitnehmen möchte oder halt Gesellschaft haben möchte, um halt auf Bergwanderung zu gehen. Gibt es halt Touren nur in Vesterålen. Und hier Kjøp og Salg Lofoten, das ist dann eine Gruppe, wo ihr dann halt alles verkaufen könnt. Ihr seht hier alles von der Uhr, Schlafsäcke oder halt ein Xbox. Das müsst ihr halt einfach im Hinterkopf behalten, wenn ihr Sachen verkaufen möchtet, vor allem in Nordnorwegen, wo alles halt sehr weitläufig ist und viel weniger Leute, also nah beisammen wohnen. Da ist es natürlich dann auch schwieriger, Sachen loszuwerden, aber man kann auch alles über Post und Versand verschicken. Wenn ihr dann ein Auto suchen wollt, bei finn.no, müsst ihr halt da reingehen und dann auf Bil- und Firmenautos in Norwegen, Biler i Norge. Hier könnt ihr dann halt alles aussuchen. Was ihr auch wissen müsst, in Norwegen sind die Autos leider deutlich teurer als in Deutschland, weil die halt ziemlich viele Steuern und Abgaben drauf haben, die es dann extra kostet. Was ihr aber oder worauf ihr auf jeden Fall darauf achten müsst, wenn ihr ein Auto kauft, wir gucken, dass halt keine Schulden auf ein Auto liegen. Wenn ihr ein Auto kauft, wo Schulden drauf sind, weil jemand einen Kredit hat von der Bank, das ist dann in einem Register registriert. Und wenn ihr halt das nicht löschen und ihr das Auto dann kauft, da übernimmt ihr die Schulden und das möchte ich euch halt in diesem Video mitteilen, dass ihr auf jeden Fall darauf achten müsst, damit ihr halt in keiner Schuldenfalle geht. Wie ihr dann halt die Schulden nachgucken könnt, ist halt auf brreg.no, das ist ein Brønnøysundregister. Dort könnt ihr dann das Nummernschild eingeben vom Auto. Wir suchen mal hier eins aus. FT 38238. FT 38238. Schauen wir mal. Und hier könnt ihr halt sehen, dass hier keine Schulden auf dieser Registrierungsnummer liegen. Das heißt also, das Auto könnt ihr dann sicher verkaufen. Wenn dann halt Schulden auf ein Auto sein sollten, dann müsst ihr halt mit eurer Bank reden, wenn ihr halt einen Kredit aufnimmt, dass ihr halt, dass das dann halt gelöscht wird. Wenn der Verkäufer die Bezahlung entgegennimmt, ist es halt sehr wichtig, dass dann alles, was dann auf das Auto liegt, gelöscht. Somit wird das Auto dann schuldenfrei und dann werdet ihr dann halt da drin stehen, wenn ihr einen Kredit nehmt, dass ihr dann Schulden auf das Auto habt oder dieses Auto. Ihr könnt ja auch ein Pantattest fra Løsøreregister. Das ist halt ein Dokument, dass ihr halt in gutgläubig dann das Auto gekauft habt. Wenn halt hinterher ihr einen Anwalt nehmen müsst, was ihr natürlich nicht hoffen, das wäre ziemlich teuer in Norwegen, dass ihr dann beweisen könnt, dass das Auto zu dem Zeitpunkt schuldenfrei gewesen ist. Das gleiche gilt auch für Grundstücke, wenn ihr ein Haus kaufen möchtet. Da könnt ihr dann auf die Seite gehen, seeiendom.kartverket.no und hier könnt ihr dann halt die Adresse eingeben oder auch auf eine Karte gucken oder sonst irgendwo. Ich könnte mal hier was eingeben, gebe ich mal ein Tromsø, dann suchen wir mal halt irgendwas hier aus. Egal was. Dann könnt ihr hier auch sehen, wie groß das Grundstück ist, was halt darin umfasst ist. Zoomen wir mal raus. Das liegt dann auf der anderen Seite von Tromsø. Hier seht ihr, das Grundstück ist ein bisschen klein. Könnt ihr dann auch gucken im Grundbuch. Hier muss ich mich dann einmal einloggen.
Da muss ich mal kurz die Aufnahme stoppen. Hier habe ich mich dann jetzt eingeloggt. Hier könnt ihr dann die Adresse sehen und auch nochmal das Grundstück. Dann gehe ich hier auf Wies Grundbuch. Da ist es dann heruntergeladen worden. Öffnen wir das mal. Und hier könnt ihr dann sehen, dass hier knappe 8 Millionen Kronen auf das Grundstück ist. Und hier könnt ihr dann auch andere Sachen sehen, wenn halt irgendwelche Vereinbarungen zwischen zwei Nachbarn getroffen wurden. Dass halt die einen Parkplatz oder halt ein bisschen vom Grundstück kann man es dann vermieten oder halt überschreiben. Oder man hat halt eine Wasserversorgung und da werden die Kosten geteilt auf Lebenszeit. Also sowas müsst ihr auch auf jeden Fall nachgucken, wenn ihr dann in Norwegen ein Haus kaufen möchtet. Es können halt so ganz viele Fallen dort auch liegen und es ist dann halt sehr wichtig, sehr viel Research zu machen. Was auch sehr wichtig ist, man kann vielleicht nicht bauen, weil dann die Kommune oder der Staat sagt, hier wo das Haus ist, mit dem Bergabhang hinten drum, das ist zu gefährlich da zu wohnen und da könnt ihr dann halt nicht ausbauen, also eine Garage größer als 50 Quadratmeter haben oder halt eine Garage mit einem Apartment machen. Da müsst ihr dann halt so eine Lawinengefährdung Research machen über über Leute, die das halt studiert haben, damit die dann eine gründige Meinung sich drüber bilden können, ob das dann sicher ist oder nicht. Und das ist dann halt bei sehr vielen Plätzen ein Problem in Norwegen. Das heißt nicht, dass es gefährlicher ist, hier zu wohnen. Es ist einfach nur, wo die da halt Begrenzungen gelegt haben. Und das ist dann halt sehr wichtig, dass ihr darauf aufpasst und auch alles dann untersucht und nachguckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch ausführliche Informationen geben können. Wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet oder irgendwas wissen möchtet in dem nächsten Video, kommentiert unter diesem Video und ich werde euch antworten. Und ich werde auch weitere Videos noch weiterhin auf Deutsch machen. Ihr habt ja in meiner Umfrage geantwortet unter meiner Community-Tab. Das war super von euch, auf jeden Fall sehr gut von euch zu hören. Da kann ich mir auch besser eine Meinung bilden, in welche Richtung mein Channel gehen soll. Und das hilft mir auf jeden Fall weiter. Also, gebt mir richtig viel Feedback, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich werde auch einige Links in der Beschreibung reinpacken. Da könnt ihr dann direkt draufklicken zum Brønnøysundregister und FINN.no, wo man dann halt die Sachen findet, was ich halt im Video erklärt habe. Wenn ihr auch meinen Channel unterstützen wollt, ich habe jetzt einen neuen Lieferant gefunden für meine Cappy und auch für T-Shirts. Ich werde das bald über meine Webseite starten. Es ist schon alles in die Wege geleitet. Ich muss ein bisschen noch feintunen. Und das wäre halt super, wenn ihr dann meinen Channel unterstützen möchtet, könnt ihr auch ein Value, also was zurückbekommen. Und das ist in der Form von Cappy oder T-Shirts. Ich achte auch darauf, dass es dann 100% Baumwolle ist, weil wenn man halt synthetische Sachen wäscht, das geht dann über die Waschmaschine ins Meer, auf jeden Fall in Norwegen. In Deutschland wird es wahrscheinlich in den Flüssen und letztendlich ins Meer gehen. Da möchte ich auch ein bisschen meinen Beitrag zu leisten, dass dann halt kein Plastik, Mikroplastik ins Meer gerät. Also, schön von euch zu hören. Bis zum nächsten Video.